Action! Ja, mein Name ist Hermann Veit. Ich war zum Schluss meiner Berufslaufbahn Elektrofahrsteiger über Tage der Grube Warnt oder Bergwerk Warnt. Habe 38 Jahre auf der Grube gearbeitet, mit der Lehrzeit zusammen. Als junger Schüler wollte ich immer aufs Gymnasium, das ging aber nicht. Wir waren zu viele Kinder zu Hause, war kein Geld da. Und dann hat man überlegt, was macht man. Der Großvater war Bergmann, der Vater war Bergmann, mein Bruder war Elektriker unter Tage. Also, was habe ich gemacht? Gesagt, ich gehe auf die Grube. Im Hinterkopf immer die Steigerschule zu besuchen. Das war also die Möglichkeit, im Bergbau zu studieren ohne Kosten. Also man hat dann 2 Jahre Bergvorschule absolviert in Lüsestal, da hat man die Fachschulreife erworben. Dann 6 Semester auf der Bergingenieurschule, dann studiert als Elektroingenieur, abgegangen als graduierter Ingenieur, Elektroingenieur von der Bergingenieurschule Saarbrücken. Anschließend wurde man dann verpflichtet vom Bergamt als Aufsichtsperson im Tagesbetrieb der Grube Warnt. Ja, ich war für den gesamten Elektrobereich des Tagesbetriebs des Bergwerks Warnt mit seinen Nebenanlagen St. Charles, Felsen, Lauterbach ist später abgeteuft worden, das haben wir auch miterlebt, waren wir also zuständig. Wir hatten also ziemlich die leichteste Arbeit. Unter Tage war es ein bisschen schwerer, aber wir mussten nicht mit Schraubendreher und schweren Taschen rumlaufen, wir haben halt die Feinarbeit gemacht. Da hat man sich immer ein bisschen gekappelt, die Mechaniker und die Elektriker. Wir waren immer die schlaue Abteilung und die anderen hatten was schaffen müssen, aber es war schon interessant, wenn man sieht, was sich alles geändert hat in meinem Berufsleben an der Elektrotechnik. Quecksilberdampfkallerstricher war der Antrieb für die Elektromotoren der Fördermaschine. Dann haben wir Thyristorensteuerung gekriegt. Man hat neue Anlagen aufgebaut. Die Grubenwarte ist aufgebaut worden während meiner Tätigkeit. Der Lauterbach-Schacht ist abgeteuft worden im Gefrierverfahren. Die Grubenlüfter sind neu aufgebaut worden und in Betrieb genommen. Das habe ich alles miterlebt. Das war schon enorm, was sich in der Zeit verändert hat in der Elektrotechnik. Ja, die Computer kamen später. Also die Technik war für uns wichtig, den Betrieb der Grube aufrechtzuerhalten, dass man die Technik beherrscht. Viele Umbauten, altes Material ist ausgebaut worden, neues Material ist eingebaut worden. Wenn ich überlege, als Junge habe ich hier im Kesselhaus noch die Ölschütze kennengelernt. Ich weiß nicht, wer Elektriker jetzt kennt das. War also der Kontakt in Öl gebadet. Früher hat man dann später hat man die Luftschütze gehabt. Dann haben wir die Schütze nicht mehr gebraucht, dann haben wir Thyristorsteuerung eingebaut. Also so ist die Technik immer weiterentwickelt worden und man musste auch damit arbeiten und musste auch verstehen. Ja, morgens ging es dann los, um 5:45 waren wir im Büro. Da kamen die Schichtsteiger, die Abteilungssteiger zur Abmeldung, was am Tag vorher passiert war. Dann ging man zum Tagesbetriebsführer, hat dort abgemeldet. Der ging dann zum Direktor. Was hat man dann gemacht im Laufe des Tages? Die Aufgabe waren Planungsarbeiten mit Firmen, mit externen Firmen, mit Zentraldienststellen. Die Aufgabe war die Einteilung der Aufsichtspersonen, Beachtung der Sicherheitsvorschriften, Lehrgänge abhalten für die Elektriker und so weiter. Früher hat man ja die Kohle transportiert mit Pferde. Pferde haben die Kohlewagen gezogen, da erzählt man sich. Der Jakob war der Pferdeführer, der hat halt immer 10 Waggons angehängt und dann ist das Pferd losgegangen. Da war er mal nicht da und sein Kamerad, der Jakob, der hat dann wollte mit mir Förderung machen, hat 12 Wagen angehängt, da ist das Pferd losgegangen und bei jedem Anziehen macht es Klack. Beim 10. Klack ist er losgegangen, wenn es 11 Mal Klack gemacht hat, ist das Pferd stehen geblieben. Also konnte das Pferd zählen, es hat also nicht mehr als 10 Wagen gezogen. Das ist so eine Anekdote, die man sich gern von der Grube erzählt, von der alten Zeit. Das war natürlich die Kameradschaft, der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit insgesamt. Ein persönliches Erlebnis habe ich auch gehabt als junger Elektriker unter Tage. Da habe ich im Aufbauen gearbeitet. Und da ist ein Seil gerissen, ein Schlitten, der Material transportierte, ist an mir vorbeigesaust. Um Haaresbreite hätte er mich erwischt, aber ich war wahrscheinlich noch nicht an der Reihe und bin also mit ein bisschen Schrammen davongekommen. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Ich kann erzählen, dass ich hier als junger Auszubildender mit 14 Jahren mein erstes Bier bestellt habe in der Kaffeeküche. Das war mal ganz aufgeregt. Zu Hause durften wir das ja nicht in dem Alter. Also hier waren wir dann allein. Wir sind ja mit dem Bus hierher gefahren und dann anschließend mit dem Gruvebus auf die Fenn zur Ausbildung. Und bei der Heimfahrt war es ähnlich. Die Bergleute sind dann da drin gegangen und da hat man sich dann in die Reihe gestellt und war dann ganz aufgeregt, wenn man sein erstes Bier in seinem Leben selbst bestellt hat. Ich habe damals 20 Pfennig dafür bezahlt.
Freundschaften sind entstanden während der Arbeit. Ohne diese Attribute oder hätte der Bergmannsberuf nicht funktioniert. Also da kann man schon einiges lernen für sein ganzes Leben. Es hieß ja früher, ich habe ja gesagt, warum ich bin auf die Grube gegangen, es hieß bei uns, geh auf die Grube oder auf die Hütte, da bist du versorgt. Das war also so ein Spruch, den man ganz früher gemacht hat. Man wusste nicht, dass man so früh den Steinkohlebergbau zurückfährt, hier an der Saar und auch an der Ruhr. Aber es war einmal Bergmann, immer Bergmann. Das ist eigentlich der Slogan des Bergmannes. Wir leben den Bergbau auch noch weiter in den Bergmannsvereinen von verschiedenen Ortschaften. Dann also die Berg- und Hüttenvereine, da treffen wir uns mit Bergparaden, gehen wir dann durchs Dorf. Barbara-Feier wird gefeiert, das ist natürlich der höchste Feiertag gewesen der Bergleute im ganzen Jahr, 4. Dezember. Und so würde ich sagen, ich werde diesen Beruf Bergmann oder Elektriker war ich ja von Überzeugung, würde ich nochmal aufnehmen. Ja, schön ist für uns immer, wenn wir hier rausgehen, die Leute sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also was wir hier in unserem Erlebnisbergwerk zeigen, die meisten Leute sind ganz erstaunt und froh und sagen, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Und dann kommt auch die Aussage, jetzt wissen wir, warum der Bergmann früher in Rente gegangen ist als normaler Handwerker über Tage.